Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Ihnen leider mit sofortiger Wirkung mitteilen, dass Bosch das 18-Volt-System eingestellt hat. Hallo Werkzeugfans bei GoToTV, mein Name ist Sebastian. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV, mein Name ist Sebastian. Ich bin Michael, Anwendungstechniker der Firma Bosch Professional. Und wir klären heute, ob das 18-Volt-System von Bosch überhaupt noch eine Zukunft hat oder ob ihr nur noch 12 Volt braucht. Aber Spaß. Natürlich wird 18 Volt nicht eingestellt. Michael ist beruhigt, dass wir es auch gleich hier aufklären. Aber die zentrale Frage für mich ist, warum gibt es eigentlich 12 Volt? Warum gibt es 18 Volt? Und wer braucht eigentlich welches System? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und vielleicht will ich die erste Frage an dich. Warum gibt es eigentlich zwei verschiedene Leistungsklassen? Warum gibt es eigentlich 12 Volt und 18 Volt? Ja, du weißt, vor 10, 15 Jahren hatten wir sogar noch mehr. Da gab es auch eine dazwischen, zum Beispiel 14,4. Und es gab Geräte mit 36 Volt, weil die 18 Volt Geräte die Leistung noch nicht hatten. Das heißt, wir haben nur noch zwei und haben also schon reduziert. Also ich finde, das haben beide ihre Daseinsberechtigung. Aber warum gibt es denn eigentlich, braucht man heutzutage, man könnte ja auch andersrum rangehen. Man kann ja sagen, okay, brauche ich denn überhaupt noch 12 Volt Geräte? Ja, auf jeden Fall, weil die Anwendung eben entsprechend auch ausgelegt ist. Und wenn ich leichte, kleine, filigrane Anwendungen habe, dann kann ich das komplett mit dem 12-Volt-System abdecken. Es kommt immer darauf an, was ich machen will, in welchem Bereich ich unterwegs bin. Und wenn ich im leichten, kleinen Schreinereibereich unterwegs ist, filigran arbeiten möchte oder eben auch die Zeit habe, weil die 12-Volt-Geräte eben jetzt nicht so die Leistung haben, dann reicht 12 Volt aus, auf jeden Fall. Ich glaube nämlich, dass viele von euch glauben, naja, 12 Volt, das ist nur so ein Spielkram. Das bringt ja alles gar nichts. Damit kannst du nichts machen, damit kriegst du kein Loch in der Wand, damit kriegst du keine Schraube rein. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Also 12 Volt Geräte haben so viel Kraft. Und genau daher kam auch meine steile These, man braucht eigentlich keinen 18 Volt mehr, weil es ist schon irre, was diese kleinen Geräte können. Und wollen wir vielleicht mal als Einstieg mal Folgendes machen. Wir nehmen mal ein 12 Volt Gerät und schauen mal, was das kann. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, eigentlich schon, wer ist wer? Ja, wer ist jetzt 12 Volt und wer ist jetzt 18 Volt? Man kann es von dort kaum erkennen, aber das hier ist der 18 Volt und hier haben wir den 12 Volt. Und zwar habe ich hier den GSR 12V35, 35 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und ich zeige jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt mal ergo den stärksten 12 Volt gegen den in Gänsefüßchen schwächsten 18 Volt. Wir werden jetzt mal so eine herkömmliche 8x200 einfach hier versenken. Ihr habt gerade gesehen, der 12 Volt hat das ohne Probleme hinbekommen. Ja. Der 18 Volt war natürlich nochmal eine andere Ansage. Ging auch ein bisschen schneller rein, oder? Genau. Und das ist jetzt der leistungsschwächste insgesamt von den 18 Volt Geräten. Da haben wir noch viele Abstufungen bis hin zu 150 Newtonmeter, also GSR 18 V-150, sodass wir jetzt hier wirklich wesentlich größere Leistungen auch rüberbringen können. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt vom Akkuschrauber jetzt mal reden, wann nehme ich denn jetzt den 12 Volt und wann nehme ich 18 Volt? Wir haben jetzt hier das Leistungsende erreicht. Alles andere ist dann einfach zu viel, zu groß. Der würde vielleicht noch eine etwas stärkere reinschaffen, aber dann würde er sich quälen. Das heißt, hier ist das auch nicht permanenter Einsatz in meinen Augen, sondern nur ab und zu mal. Ja. Wenn ihr permanent diese Schrauben reindreht, dann wäre der vielleicht schon zu schwach. Also da einen größeren nehmen. Das heißt, es kommt immer auf die Anwendung an, die ihr machen wollt. Aber ist das jetzt nur etwas, um vielleicht mal ganz kleine Arbeiten zu machen? Aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht. Das ist ein vollwertiger, richtig starker Akkuschrauber. Ja. Für alles, was man so normal eigentlich macht, wie die normalen Arbeiten, und das ist ja schon eine außergewöhnlich große Schraube, reicht ja eigentlich aus. Und aus meiner Sicht, warum braucht man hier ein 12 Volt Gerät? Er ist einfach handlicher. Ja, man hat den wirklich schnell in der Hand, man hat viel weniger Gewicht. Wenn ich mir jetzt angucke, der hier, mit dem möchtest du auf jeden Fall keine 1000 Schrauben reinschrauben an dem Tag. Da hast du wirklich was dann gemacht. Da hast du hier bei dem Kleinen auf jeden Fall was Handlicheres und kannst auch in kleinen Ecken noch eher arbeiten. Genau, vor allem wenn du jetzt wirklich die kleinen Schrauben permanent schraubst, mit dem die ganze Zeit in der Hand zu haben, ist einfach viel zu schwer, viel zu aufwendig. Und das ist genau, was der Sebastian sagt. Für die leichteren Anwendungen ist der ideal. Aber brauche ich jetzt beide? Brauche ich jetzt denn einen 12 Volt und einen 18 Volt? Ja, wäre natürlich schön, wenn du beides brauchen würdest, ne? Aber es kommt drauf an. Wenn ich jetzt wirklich nur in maximal dem Bereich unterwegs bin, dann reicht der aus. Wenn ihr sagt, aber ich möchte einen Innenausbau machen oder mehr machen oder größere Sachen oder auch mal größere Durchmesser bohren, ja, wir sind ja hier nur beim Schrauben, dann haben wir natürlich hier irgendwo eine Grenze erreicht, weil auch hier habe ich nur ein 10 mm Bohrfutter und ab 18 Volt 13 mm. Aber das sind immer
individuelle Unterschiede, die nur ihr entscheiden könnt. Das wissen wir nicht, was ihr im Einzelnen machen wollt. Genau, das heißt, ihr müsst entscheiden gerade, was ist denn das perfekte System für euch? Braucht ihr wirklich dann die ultimative Kraft am Ende des Tages im Akkuschrauber oder sagt ihr, für die normalen, einfachen Sachen im kleineren Innenausbaubereich reicht mir das eigentlich auch schon aus? Genau. Apropos Innenausbau, da gibt es ja noch auch Geräte, nochmal spezielle Geräte, wo man hier vorne nicht nur drehen kann, sondern auch klicken. Eben hatte ich noch diesen Akkuschrauber in der Hand, jetzt habe ich den hier in der Hand. Eigentlich sehen die ja komplett identisch aus, aber erst einmal, ich habe hier eben mit dem großen 6 Ampere gebohrt. Das muss gar nicht sein. Das heißt, du kannst auch mit dem kleineren hier arbeiten. Richtig. Weil wir wollen ja über die Akkusysteme auch sprechen. Der kleinere, den wir haben, gibt dir trotzdem die volle Leistung. Ja, der hier hält einfach nur länger durch. Genau, fließen die gleichen Ströme. Genau. Und ich habe jetzt nicht einfach irgendeinen Akkuschrauber, viele kennen es ja doch immer noch nicht, wo wir schon häufig gezeigt haben, den kann ich ganz schnell kaputt machen. Nee, natürlich nicht kaputt, sondern ich kann hier einfach das Bohrfutter abnehmen und kann den zum Beispiel in den kompaktesten Akkuschrauber der Welt gefühlt verkürzen. Super kompakt. Wenn ich es noch kompakter brauche, kann ich auch hier direkt den Bit rein tun. Aber vor allem, ich habe hier interessante Aufsätze, ja, um wirklich super randnah zu schrauben. Und das Ganze gibt es nicht nur in 12 Volt, sondern gibt es natürlich auch in 18 Volt. Und hier fast schon eine Premiere haben wir den GSR 18V-90 FC. Genau, lange erwartet. Hier heute, ich durfte noch nicht mal in die Hand nehmen, mache ich auch nicht, sonst bleibt er nämlich hier. Genau. Also das ist eigentlich auch der Vorteil, dass wir jetzt beide Systeme mit dem Flexi-Click-Aufsätzen haben. Also nicht nur der Winkel, sondern auch der Exzenter und der Bohrhammer-Aufsatz. Für euch auch nochmal wichtig, für den 90er und für den 60er FC sind die Aufsätze die gleichen. Genau. Und was wir euch eigentlich nur zeigen wollten, ihr müsst euch, wenn ihr euch zwischen 12 und 18 Volt entscheiden, müsst noch nicht mal entscheiden, ja, Flexi-Click ja oder nein, sondern das gibt es einfach in beiden Systemen. Genau. Was machen wir als nächstes? Wir schauen uns mal an. Nächste Anwendung wäre vielleicht, weil es gerade vor mir liegt, das Thema Säbelsäge. Auch da gibt es ja 12 Volt und 18 Volt. Ihr habt gerade gesehen, auch mit 12 Volt kommen wir da durch. 6x8 cm Balken ohne Probleme, beziehungsweise Konstruktionsvollholz. Mit dem ging es aber um einige schneller und glaube ich auch ein bisschen seichter durch. Genau. Ja, aber die Frage ist das jetzt das Maximum für das 12 Volt Gerät oder wo würdest du eigentlich jetzt das 12 Volt Gerät nehmen? Ja, im Holzbereich wäre das schon das Maximum. Je nachdem könnt ihr natürlich auch größere Querschnitte, nur ihr seid dann ziemlich lange dran. Das heißt, für das ein oder andere Mal einen Balken größeren Querschnittes durchzuschneiden, ist kein Thema. Aber dauerhaftes Arbeiten wäre dann schon sehr müßig. Und dann kann ich bestätigen übrigens, ich habe das auch schon öfter mal gemacht, dass wir gesagt haben, naja, jetzt habe ich den gerade da und das funktioniert. Und genau wie du sagst, das ist mal eins, das geht. Ansonsten sollte man auf jeden Fall hier mit kleinen Querschnitten unterwegs sein. Genau, aber ideal eben auch für leichtere, weichere Materialien, wie zum Beispiel Dämmstoffe und so weiter, ist das eine ideale Sache. Oder Kunststoffrohre oder was auch immer. Deswegen haben wir auch hier die Säbelsägeblätter mal mitgebracht. Genau, das heißt, nur weil das Blatt hier jetzt sehr mächtig aussieht, heißt das nicht, dass das Gerät damit nicht umgehen kann. Genau. Denn wir haben ja hier jetzt ein Dämmstoffmesser und das funktioniert perfekt mit 12 Volt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben, die Isoliermaterialien werden immer dicker. Ja, und da kann ich eben auch damit mal arbeiten. Aber eben auch dieses Pendant haben wir dazu, was von der Bauform die gleiche ist, kann ich auch mit einer Hand bedienen. Das heißt, der Vorteil dieser 18 Volt Säbelsäge ist auch die Einhandbedienung. Wir haben natürlich auch noch größere und stärkere, größere Leitungsklassen. Ich habe dir mal was vorbereitet. Genau. Gibt zum Beispiel auch so etwas hier, das ist die 32er, die 18V 32 heißt die, glaube ich auch. Ja, genau, richtig. Und das ist natürlich so das Maximum, was aktuell gerade auf dem Markt ist bei Bosch. Und das ist natürlich eine ganz andere Klasse. Und bedient man übrigens auch ganz anders. Und deswegen müsst ihr auch immer wieder überlegen, was ist denn für meine Anwendung das Richtige? Weil damit möchtest du auf jeden Fall keinen Dämmstoff mehr schneiden. Richtig. Und vor allem musst du die in beiden Händen führen. Und wir haben noch eine neue, eine 28er, die hat noch einen Biturbo-Motor. Genau. Die hat auch noch eine höhere Leistung. Insgesamt ist es jetzt eben so, was ihr machen wollt. Und jetzt ist eben hier, wenn ich mit einer Hand Dämmstoffe arbeiten, dann reicht die aus mit 18 Volt, die natürlich auch. Jetzt gibt es hier noch einen kleinen Zusatz. Kannte ich bis heute nicht. Haben uns vorhin unterhalten. Ich habe gedacht, das ist, darf ich mal? Ich habe das ist ein Cuttermesser. Ja, einfach, ich habe hier mal drauf gedrückt, da kam kein Cuttermesser raus. Und da wurde ich aufgeklärt. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier ein Einsatzwerkzeug, um diese Säbelsägeblätter zu spannen. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, Vorsicht, das ist scharf, an der richtigen Stelle einzuführen und hier vorne zu arretieren. Und jetzt kannst du sämtliche Säbelsägeblätter mit diesem Handgriff
nutzen. Das heißt, wenn du jetzt mal vorsichtig arbeiten möchtest, ohne Hub oder irgendwo vermeiden willst, dass es sich zu viel bewegt, kannst du eben einen ziehenden Schnitt machen, was du mit einer Säbelsäge nicht machen kannst, weil die ja immer hin und her geht. Also durchaus eine Alternative. Genau, das heißt also hiermit brauchst du nicht noch mal zusätzlich zum Beispiel ein Dämmstoffmesser oder, sonst kannst du einfach das Ganze benutzen. Und ich denke mal, wenn es dann unbedingt sein muss, kann man natürlich auch in dem Fall mal hier, na gut, Metall vielleicht nicht, aber zumindest mit Holz könnte man ja doch schon mal ein bisschen vorarbeiten, ja? Ich sag mal, ein Kupferrohr kannst du damit auch mit der Hand durcharbeiten. Haben wir ja früher auch gemacht. Genau, nach vorne ist richtig. Ja, oder? raus. Genau. Interessant. Richtig. Cool. Also, finde ich cool. Übrigens, wenn ihr das auch nicht kanntet, wenn ihr euch für die Geräte oder die Zubehöre interessiert, all das findet ihr unten wie immer in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich. Und natürlich gibt es wie immer etwas zu gewinnen, und zwar den 250 € Einkaufsgutschein. Und was musst du dazu machen? Einfach unten in die Kommentare schreiben, was ist denn dein Lieblingssystem? 12 Volt oder 18 Volt? Hier haben wir jetzt ein relativ ungleiches Paar und ich habe hier eine riesige Handkreissäge. Also ich mag die gar nicht in die Hand nehmen, die ist so groß. Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt hier eine 12 Volt Handkreissäge und ich möchte auch ganz bewusst sagen Handkreissäge, weil es ist eher so ein Zwischending. Ja? Richtig. Wozu brauche ich denn aber, oder ist das ein Dosenöffner? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben eben auch dünne Materialien, die wir schneiden. Also auch gewerblich länger und öfters. Zum Beispiel die Bodenleger, die Laminate oder Paneele in diesen Bereichen. Aber eben auch andere dünne, weichere Platten im Deckenbereich, die ich im Innenausbau verwende und so weiter. Da kann ich die ideal einsetzen. Vor allem hier habe ich die Möglichkeit, aufgrund des Sägeblattes einen langen, geraden Schnitt zu machen. Alternativ wäre natürlich eine Stichsäge, kommen wir gleich zu, aber die ist eher ein Kurvenstar und hier ist eben der Vorteil für gerade Schnitte. Ich muss aber sagen, das ist doch eigentlich hier der Punkt. Du hast jetzt hier eine richtige Handkreissäge in der Hand, das ist glaube ich die 57er, oder? Genau, richtig. Hier sieht man schon die Grenze eigentlich des 12-Volt-Systems, weil wir könnten so ein großes Sägeblatt niemals antreiben mit 12 Volt. Das würde einfach nicht funktionieren. Genau, und wir haben hier wirklich so kleine, niedliche Sägeblätter. Damit kann man dann arbeiten, okay. Aber wenn man häufig mit einer Handkreissäge arbeitet und auch, größere Materialstärken, dann bist du auf jeden Fall bei 18 Volt. Ja, auf jeden Fall. Vor allem hier habe ich natürlich auch die Möglichkeit, sehr einfach auch die Schnitttiefe einzustellen, ja, um dann eben auch die dünnen Materialien ideal bearbeiten zu können. Genau. Und wenn wir jetzt mal Handkreissäge mal so als Synonym nehmen, die gibt es natürlich auch noch die Tauchsäge. Es gibt natürlich auch noch das Ganze hier in richtig groß, 68 Millimeter Schnitttiefe. Das sind schon ordentliche Maschinen und die Beat Washers-Geräte übrigens dann auch schon. Ja. Und das ist eben das andere Ende des 18-Volt-Systems. Auch genau. Hier die Frage wieder für dich, sagst du, Handkreissäge brauche ich regelmäßig, auch in größeren Dimensionen, auf jeden Fall 18 Volt. Ansonsten, wenn du kleinere Sachen schneiden möchtest, in den Anwendungen, die du gerade gesagt hast, dann 12 Volt. Aber hier muss ich sagen, ist 12 Volt natürlich schon wirklich an der Grenze angekommen, ja, was wir bei Stichsägen nicht ganz so behaupten können. Hier also eine 12 Volt Stichsäge, und sieht zwar ganz klein aus, aber die kann schon was. Ich habe damals, das habe ich auch im Video gezeigt, meine Spüle damit ausgesägt, hat funktioniert, hat aber, muss ich sagen, schon ein bisschen länger gedauert als mit so einem großen Gerät. Aber es funktioniert. Und meine Frage ist, warum gibt es von der 12 Volt Variante eigentlich keine Bügel? Das ist eine gute Frage, oder? Richtig. Ja, weil wahrscheinlich die zu erwartenden Stückzahlen eher homöopathisch werden und deswegen. Das ist mir nur mal aufgefallen, weil ich selbst nutze immer die Stabvariante. Auch deswegen haben wir hier die Stabvariante da, weil es mir persönlich einfach lieber ist. Und ich habe mich gefreut damals, dass Bosch die so rausgebracht hat, nicht als Bügel. Aber ich glaube, es hätte auch keiner gekauft. Also kann ich ja gerne noch ein bisschen mehr erzählen zu. Also die Bügelvariante wird hauptsächlich von den Nicht-Holzleuten verwendet, für die Elektriker, Installateure oder die Metaller. So, und da brauchen die eher die Gasgebefunktion im Schalter, um vorsichtig am Metall anzusetzen. Ja. Aber die Leistung von einer Bügelvariante mit 12 Volt wäre einfach nicht gut genug, um eben Metalle zu bearbeiten und. Und deswegen haben wir uns jetzt hier entschieden, in diesem Bereich zu bleiben mit der Variante. Genau. Was ist die Grenze eigentlich von dem? Oder wollen wir es ausprobieren? Wollen wir mal schauen, was die kann? Ja, können wir gerne machen. Aber in meinen Augen ist es so, du kannst mit diesen Stichsägeblättern kannst du alles das machen, auch was du mit dem 18 Volt Gerät machen kannst, nur langsamer. So, das heißt, du hast eben wirklich die Möglichkeit, hier wesentlich mehr zu machen, als zum Beispiel mit der Handkreissäge eben. Ne? Oh ja, auf jeden Fall. Also da ist es nicht so, dass wir sagen, na ja, ist wirklich nur klein eingeschränkt, sondern die hier kann schon was. Deswegen nehmen wir doch mal was und schneiden etwas.
Wir haben also gerade festgestellt, wir brauchen kein 18 Volt. Richtig, weil hier auch es ganz klar auf die Genauigkeit ankommt und nicht auf die Schnelligkeit. Und da ist natürlich auch etwas langsam laufendes Gerät kein Problem. Aber braucht ihr überhaupt 18 Volt bei der Stichsäge? Ja, natürlich. Es gibt auch noch Anwendungen in anderen Materialien, härteren Materialien oder wir haben natürlich auch solche Stichsägeblätter. Das heißt, da wäre die 12-Volt-Variante natürlich wesentlich zu klein. Hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel auch mal bei einem Sparren, 10er Sparren, auch mal die Klaue nachzuschneiden oder einen Sparrenkopf. Ja, das sind natürlich ideale Möglichkeiten mit einer großen 18-Volt-Maschine, wo die 12er aufgeben würde. Aber es würde passen, oder? Ja, passen tut es. Doch passen. Andersrum? Ja, richtig. Ich habe mir auf den Einsatz. So, genau. Also es würde passen, es macht aber wirklich keinen Sinn. Ja. Das ist weit über die Grenze des Gerätes. Und wenn du gerade größere Balkendurchschnitte, Querschnitte nimmst oder, dann solltest du auf jeden Fall 18 Volt nehmen. Ja. Genau, da eben mehr so Innenausbau, Schreinereibereich und. Und hier geht es dann eben in den, ich sag mal, Holzbau rein, den Zimmereibereich und so weiter. Also da ist schon, wenn mehr Power gefragt wird, ein 18-Volt-System sinniger. Genau, aber gerade bei Plattenmaterialien in bis normale Stärke, bis auch durchaus auch mal eine Küchenarbeitsplatte, kommst du damit schon klar. Ja. Einige von euch werden jetzt gesagt haben, Mensch, was macht denn der Sebastian da? Der hält die Säge ja völlig falsch, weil eigentlich würde man sie ja so halten und von unten schneiden, um einen ausrissfreien Schnitt auf der Oberseite zu haben. Und genau dafür gibt es einen Gamechanger. Es geht ja eigentlich um Akkus heute, aber ich muss euch das noch mal zeigen. Es gibt dieses Blatt, das sogenannte Two-Side-Clean-Blatt. Und zwar ist es so, dass die Zähne in beide Richtungen zeigen und dadurch du oben und unten ausrissfrei schneiden kannst. Mega gut, wenn du das noch nicht kennst. Auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe dir das auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zum nächsten Thema, Multitool. Auch hier 12 Volt, 18 Volt und schon ganz andere Geräte, vor allem auch vom Gewicht am Ende des Tages. Ja? Also, das ist gefühlt nur die Hälfte, das 12 Volt Gerät. Aber kannst du nur die Hälfte? Also von den Leistungsdaten können sie eigentlich das Gleiche, weil sie beide den gleichen Hub haben. Wir müssen nur noch sehen, dass hier irgendwo bei 12 Volt von den Strömen die fließende Grenze erreicht ist. Das heißt, ihr könnt das Gleiche schaffen, aber eben langsamer. Die Möglichkeit eben auch zu haben, dass das Gerät arbeiten soll. Hier finde ich es aber, hier gibt es einige Dinge, wo ich wirklich sagen muss, das 12 Volt Gerät kann das besser. Und zwar Nummer 1 Gewicht. Also besser ist es relativ, aber es ist die Frage, was ist für euch wichtiger? Nummer 1 Gewicht, Nummer 2 auch die Handhabung. Weil ich kann hier wirklich, ihr seht hier meine Finger, ja, fast das komplett umschließen. Das ist sehr angenehm auch zu halten. Hier ist es schon etwas größer. Ich mag das wirklich gern. Ihr kennt mich, der GOP ist mir fast nicht aus der Hand zu reißen. Aber hier muss ich schon wirklich bewusster und etwas anders greifen. Ja. Das ist ein ganz anderer Griff. Gefühlt ist es aber hier so, dass ich mehr Kraft habe. Ist das denn auch wirklich so? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach unten arbeite, da brauche ich gar nicht zu drücken. Das Eigengewicht des Gerätes reicht schon für den Vorschub. Hier haben wir natürlich auch, um mal für 18 Volt zu sprechen, noch weitere Vorteile. Nicht nur, dass wir ein bisschen mehr Kraft haben, sondern dass wir auch das Starlock-System haben. Das heißt, ist doch rausgefallen. Ist rausgefallen, ja genau. Also ich kann jetzt hier an diesem Hebel ziehen und das Werkzeug springt von alleine raus. So, das heißt, auch wenn es mal heiß ist oder sowas, dann brauche ich es nicht anzufassen und kann es aber auch sehr schnell umpositionieren. Das heißt, wenn ich nicht nur gerade arbeiten möchte, sondern irgendwo mal in dem Winkel, habe ich hier wesentlich schnellere Möglichkeiten. Hier brauche ich immer noch einen Innen-Sechskantschlüssel, um da eben auch das Zubehör zu wechseln. Genau, also hier muss ich jedes Mal das Ganze abschrauben, Winkel versetzen und so weiter. Und das ist aber auch einer der Hauptgründe, warum ich persönlich eher das 18 Volt Gerät nehme, weil es so super schnell und handlich ist, also super schnell gewechselt ist, Winkel, oh, ich stehe oben auf der Leiter, möchte, machen wir klack, klack und dann kann ich halt weiterarbeiten. Genau, da hat er auch einen Punkt angesprochen, der sehr wichtig ist. Manchmal arbeiten wir irgendwo, wo wir nicht so viel sehen können, wo es dunkel ist. Und hier habe ich eben auch noch eine Arbeitsbereichsbeleuchtung, die habe ich da nicht. Genau. Ihr müsst euch hier aber im Wesentlichen nicht wegen der Leistung entscheiden, sondern eher, wo ist der Einsatzgebiet, eher handlich kleinere Aufgaben oder sagt ihr, Sägeblatt ganz schnell umpositionieren, das ist das Thema eurer Wahl. Übrigens, eine Sache möchte ich mal sagen, weil wir haben die ganze Zeit jetzt hier Bosch auf dem Tisch, wir haben jemanden von Bosch hier dabei. Das, was wir aber hier euch vermitteln wollen, ist etwas, was universal gilt. Richtig. Das ist etwas, was für alle Hersteller gilt und es geht eigentlich wirklich darum, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ist eigentlich 12 Volt, wo sind die Grenzen von 12 Volt hin zu 18 Volt. Das heißt, ich möchte bitte diesmal keine Markendiskussion haben, weil genau darum geht es heute überhaupt nicht. Ja, also hier sind eben Unterschiede in der Volt-Klasse und dies bei jedem anderen Hersteller auch. Und hier haben wir eben eine Vielzahl von Produkten, das sind noch weitaus nicht alle unterschiedlichen 12 und zu 18 Volt, so das ist eine kleine Auswahl, sonst wird das Video auch zu lange dauern.
Und genau deswegen machen wir jetzt auch Folgendes. Wir gucken uns jetzt die richtig, richtig großen 12 Volt Winkelschleifer an. Ja, und ich habe hier das 18 Volt System. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Überlegt euch mal, wir haben hier eine Scheibe, 76 mm. Du hast hier 125er, vermute ich mal. Und kann man das jetzt vergleichen? Ja, also wenn ich jetzt Anwendungen habe, wo die Schnitttiefe reicht, dann kann man die durchaus vergleichen, weil die Leistung ist exorbitant von dem kleinen Teil. Wird sehr, sehr stark unterschätzt. Also das würde ich auch mal zeigen in der Anwendung. Hier ein Hinweis. Ich zeige das mal gleich, was man da machen kann, beziehungsweise ich werde mal hier genau so etwas hier einfach kürzen. Das ist eine Fußbodenübergangsleiste. Aber man kann hiermit viel, viel mehr machen. Gerade in engen Bauräumen kann man hiermit arbeiten. Hier gibt es Fächerscheiben, Schrubbscheiben. Hier gibt es Scheiben speziell hier für Stein, für Fliesen, für Ähnliches. Ja. Dann gibt es hier auch Spezialscheiben. Und übrigens wichtig ist, dass all das, was es für den gibt, es gibt für den natürlich erst recht. Hier gibt es zum Beispiel eine Scheibe, damit kann man selbst Holz schneiden. Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt, am besten verlinke ich dir das auch mal hier oben. Und da habe ich dir auch gezeigt, wie man zum Beispiel Holz mit Nägeln sogar schneiden kann. Fand ich alles ganz, ganz interessant. Und das kleine Gerät hier ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und das ist muss ich persönlich sagen, das ist eine klassische Sache. Wenn du sowas häufiger benutzt, macht es total Sinn, wirklich das Gerät zu haben und etwas in dieser Leistungsklasse, weil du kannst mit dem hier so an kleinen Ecken und Kanten irgendwo rankommen, was halt sonst eigentlich nicht geht. Ja, und deswegen, ich zeige jetzt mal ganz kurz, dass ich damit hier auch einfach so, zack, diese Leiste hier kürze. Ich habe gerade gesehen, der Kleine hier hat das ohne Probleme geschafft. Und das ist nämlich auch seine Domäne, wo er zu Hause ist. Ja. Diese kleinen filigranen Arbeiten. Da ist das bei dem schon was anderes. Genau, hier habe ich eben anhand der Größe gewisse Einschränkungen. Wenn ich trennen will in engen, unzugänglichen Stellen, ist der natürlich von Vorteil. Hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Das ist einer der kleinen, die wir haben. Das ist der GWX 18V-7. GWX bedeutet natürlich auch Schnellspannsystem, also wenn ich schnell die Scheibe wechseln möchte, habe ich hier natürlich die Vorteile. Da brauche ich auch wieder einen Innensechskantschlüssel, wie eben bei den GOP auch. Aber hier ist 125er Durchmesser auch noch nicht alles. Wir haben da was Neues. Genau, es gibt hier genau auch solche Geräte, um auch mal zu zeigen, was ist so die Oberklasse eigentlich bei 18 Volt. Wir haben hier eine 180er Scheibe, eine Sache, die ich wirklich absolut feiere. Wir haben hier eine Schnitttiefe von über 6 cm. Ja. Und man ist normalerweise gewohnt, okay, 6 cm, nehme ich eine 230er Scheibe, ein großes kabelgebundenes Gerät, musst du eben nicht mehr. Richtig. Du kannst es mit so einem Gerät machen. Man sieht aber hier schon den riesen Unterschied. 12 Volt, 18 Volt. Ja. Und da sieht man wirklich, wo ist der große Unterschied. Hier habe ich eine viel größere, eine größere Range. Ja? Hier kann ich von 115, 125er, 180er Scheiben. Und das hier ist ein B2 Gerät, wo ich wirklich ultimativ viel Kraft habe. Und das würde ich mit sowas natürlich nie versuchen. Deswegen vergleicht 12 Volt und 18 Volt eben immer aufgrund der Anwendung und sagt nicht, ja 12 Volt, das kann ja nicht, so ist viel zu schwach. Nee. Ist mal die Frage, was man machen möchte. Denn wenn ihr zum Beispiel in kleinen, engen Räumen seid, dann habt ihr hiermit gar keine Chance. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist wirklich spannend, nämlich Exzenter und Schwingschleifer. Nicht, dass ihr irgendwie was Falsches denkt. Ich habe ja hier ein 12 Volt Schwingschleifer und wir haben hier ein 18 Volt Gerät. Und im Lieferumfang dieses Gerätes ist auch diese Form mit dabei, plus das, was Michael hier in der Hand hat. Und beim 18 Volt ist genau dasselbe. Also wir haben hier nämlich, und das ist eine super spannende Frage jetzt auch an dich, und bleiben wir mal bei beiden Geräten, Exzenter und Schwingschleifer, haben die eigentlich wirklich einen Unterschied? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Geräten? Ja, das ist eigentlich nur die Leistungsklasse, die Voltklasse. Die Zubehöre sind die gleichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Dreieckschleifer mit reinbringe, kann ich den natürlich auch auf dem 18 Volt drauf machen und die Zubehöre beiden Geräten zuordnen und auch verwenden. Das heißt, wir haben, egal ob Exzenterschleifer oder eben auch Schwingschleifer, die identischen Zubehöre, die wir einsetzen können. Die Absaugung ist die gleiche, das ist wirklich die Leistungsfähigkeit und hier ist eben auch die Entscheidung, habt ihr schon 18 Volt, bleibe ich bei 18 Volt? Genau. Wenn ich 12 Volt habe, kann ich hier bei 12 Volt bleiben. Natürlich, wie bei allen Sachen, ist 18 Volt immer mehr Power, immer mehr Leistung, aber auch mehr Gewicht. Wir haben einen Test gemacht mit den Geräten. Das Video dazu ist, glaube ich, vor kurzem rausgekommen. Verlinke ich dir mal hier oben. Hier ist es so, dass wir sagen konnten, okay, die 18 Volt Geräte sind so im Schnitt
10, 12, vielleicht 15% schneller im Gesamtabtrag, wobei das auch so ein bisschen Messungenauigkeit selbst sein kann, weil rein vom optischen her würde ich sagen, dass ich das 12-Volt-Gerät kaum vom 18 Volt unterscheiden kann, weil wenn ihr euch das mal anschaut, ja, ich habe jetzt hier ein Metall, ich habe das Ganze jetzt hier aus Metall ausgeführt, hier aus Kunststoff, aber ansonsten ist das eigentlich nicht zu unterscheiden und ist in der Handhabung auch fast genauso. Der ist ein bisschen schwerer, ohne Frage, aber bei der Benutzung merkst du das kaum. Ich würde sogar sagen, manchmal hat das 12 Volt Gerät einen Vorteil, ist nämlich noch handlicher, noch kompakter und noch leichter zu führen. Aber dass es jetzt wirklich schlechter ist, ein Gänsefüßchen, kann man echt nicht sagen, oder? Genau. Und das ist schon erstaunlich, dass nämlich hier wirklich eins der Geräte, wo ich sage, okay, nimm einfach das, was du denkst. Es ist einfach völlig egal, in welcher Leistungsklasse du gerade unterwegs bist. Und so unterschiedlich kann es eben sein beim Thema 12 Volt und 18 Volt. Weil jetzt haben wir ja eigentlich alle Geräte schon im Wesentlichen besprochen, die wir zumindest auch auf dem Tisch haben. Aber was ist jetzt deine Meinung? Welches System würdest du bevorzugen? Also ich bin da eher doch der Mann fürs Grobe, sage ich mal. Also 18 Volt ist für mich gerade so ausreichend, weil wir die Leistungsdaten eben haben. Und so als gelehrter Zimmermann hast du natürlich ganz andere Ansprüche als Tischler und dementsprechend hast du da eigentlich schon von der Vorwahl vom Beruf her schon mal einen Unterschied. Und du kannst natürlich auch mit den 18 Volt Geräten filigranere, leichtere Sachen auch machen. Das geht auch. Du kommst zwar nicht immer überall hin, man sieht es beim Winkelschleifer, beim GOP und. Aber in der Regel deckst du eigentlich alles mit 18 Volt ab. Wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, wenn ich jetzt Tischler wäre, ja, dann würde ich eigentlich von der anderen Richtung kommen, weil filigranere, leichtere Sachen, weil die Materialien leichter, kleiner, handiger sind, eine höhere Genauigkeit da sein müsste. Ja, und da wäre der 12 Volt natürlich das Richtige. Ne? Genau, also überlegt euch wirklich genau, in welchem Bereich ihr unterwegs seid. Ich persönlich erlaube mir übrigens den Luxus, aus beiden Systemen mich zu bedienen, weil bei einigen Geräten sage ich eher, na, ich nehme doch lieber den 12 Volt, ein kleineres, handliches Gerät. Gerade vor allem auch beim Thema Akkuschrauber nehme ich unwahrscheinlich gerne 12 Volt, weil es einfach, weil die Dauer einfach nicht so schwer ist. Ja. Auch selbst wenn ich relativ viel arbeite, der 12 Volt, nehme den und habe wirklich was Leichteres in der Hand. Auch beim Schleifen und Ähnlichem macht das schon echt Sinn. Bei anderen Dingen sage ich auch, ja, manchmal brauche ich eben ein bisschen mehr. Aber ich entscheide wirklich jedes Mal bewusst, was ich nehme und was für meinen Anwendungszweck das Richtige ist. Schreibt immer bitte unten in die Kommentare, was euer Lieblingssystem ist. Denkt dran, ihr könnt immer noch den 250-Euro-Gutschein gewinnen. Und jetzt bleibt es bei euch. Ihr müsst euch entscheiden, 12 Volt oder 18 Volt. Wir bleiben natürlich dabei, dass Bosch weiterhin das 18-Volt-System behält. Wir sagen jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, das machen wir nochmal.